Ein knallbunter Schrei nach Aufmerksamkeit. So sollen dunkle Seiten europäischer Geschichte ausgeleuchtet werden. Verfolgung, Diskriminierung und Stigmatisierung der Sinti und Roma. Anhand von Puppenhäusern. Verblüffend. Fassaden heißt die Ausstellung im Dortmunder Hardware-Medienkunstverein. 17 Hausmodelle sollen den skurrilen Stilmix einer jungen und dennoch folkloristischen Architektur vorführen. Es geht um die sogenannten Roma-Paläste in Rumänien. Das sind sicherlich schon überhöhte oder übersteigerte Fantasien von Häusern oder auch von Traumhäusern, die vielleicht aber auch quasi etwas kompensieren. Das ist eben ein Haus, wo man nicht alltäglich drin wohnt, sondern es steht auch für die Familie. Ja? Und diese Häuser, die würde ich durchaus als eine Form der Selbstermächtigung auch beschreiben. Sinti und Roma sind zu Unrecht als fahrendes Volk verpönt. Sie wurden verfolgt und werden vertrieben. Wer auf der Flucht ist, kann keine Häuser bauen. Umso mehr reizte die Ausstellungsmacher der Widerspruch vom fahrenden Volk und seinen Immobilien. Das ist ja eine Praxis, die erst nach dem Ende des Sozialismus aufkam. Das heißt, vorher wohnten viele Roma wie auch viele Rumänen in Plattenbauten. Und quasi ab dem Ende des Sozialismus entsteht diese junge Tradition des Baus von Eigenheimen. Und ich glaube wirklich, es ist wirklich eine überhöhte Form auch der Symbolisierung der eigenen Familie. Sernat Siminoc ist Rom. Vor 16 Jahren kam er aus Rumänien nach Dortmund. Er ist als Werkstattleiter im Rahmen des Ausstellungsprojektes beschäftigt, half beim Modellbau. Er reiste in seine Heimat und brachte diese Fotos von Roma-Palästen mit. Davon inspiriert gestaltete er die Fassade eines Wohnhauses in Dortmunds Nordstadt. Im Auftrag der Ausstellungsmacher, in Kooperation mit Künstlern und mit dem Segen des Hauseigentümers der Stadt Dortmund. Und sieht eigentlich auch schon aus, ne? Mit solchem Kopf mit dieser drauf, vergoldet. Das heißt, dieses Symbol, dass wir schon auszusehen. Viele andere Leute machen die auf Boden, auf den Wänden, auf den überall, Gardinen, sogar Küchen in Rumänien mit so einem Medusa-Kopf drauf. Die Fake-Logos internationaler Luxuslabels sind wie die neu gestalteten Wände im Dortmunder U. Projektionsflächen einer lauten Konsumkultur. Eigentlich verstoßen sie gegen die Regeln des sogenannten guten Geschmacks. Sie gelten als vulgär. In der Ausstellung werden sie umgedeutet. Ich finde den Umgang mit diesen Symbolen oder auch mit diesen Marken und diesen Logos finde ich sehr interessant. Man kann ihn ja vielleicht auch vergleichen mit dem Umgang im Hip-Hop. Ja? Da wird ja auch gerne irgendwie mit viel Bling-Bling und Gold und Markensymbolen agiert. Hier sind es nie echte Logos oder Markenzeichen, die man sieht, sondern es sind wirklich diese selbstgemachten, angeeigneten Zeichen. Die Ausstellung ist auch jetzt zugänglich durch